und kippen. Kayabilir. Bırak bana. Tamam. Jetzt kannst du den Hammer weglegen und jetzt hier anfangen. Hier hin, einfach drauf, nicht werfen aber. Stecke. Ja. Sehr gut. Meinte doch Mama, dass es zu tief ist. Ein alter Marmortisch, Sockel, sage ich mal, der normalerweise auch schon ein paar Mal zum Müll kommen sollte, aber jetzt hat er Verwendung. Jetzt kannst du filmen, nein, du musst vorne erstmal anheben. So, jetzt mit mir zusammen. Sagst du jetzt? Warte. Geht kaputt dann. Okay, Zeno, komm. Okay, ja. Hast du? Komm. Machst du jetzt die Steine rein? Ja. Kommt da jetzt eine Platte? Yavaş, yavaş. Orayı bırak sen, orayı bırak. Bir çeyrek mi keseceksin? Tabii daha hızlı, tık 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 kes. Buraya mı geleyim? Ya. Niye beni en yerine sokuyorsun? Am längsten sind. Bunun içine mi koyacağım böyle? Oh, ich kann hier nicht. Soll ich mal? Bak şimdi bu bir daha nasıl hızlanacak bu. O den einen Tag Spora gitti mi? Bak. Da ist was. Temizleriz ya. Temizleriz bakarız. Olsun. Ich meine der hier. Aber die sind ja noch klein, die können noch wachsen. Sen bak işte. Vereyim mi bıçağı sana? Also abbrechen. Aber so kleine lasse ich, oder? Al onu da al. Al büyüsün diye, öbürleri daha kräftig olsun diye. Onlar hep kahvaltı yemek için.
Ya da turşu yapmak için artık ne yapacaksın? Turşu için de güzel olur. Şey yapıyorsun. Bu Gel. Lahanaları yarın mı yapalım? Das sind verschiedene Sorten, weißt du ja, ne? Okay. Nee. Du weißt es doch. Ist nicht schlimm, oder? Ja, da? Sag ohne Kamera. Hier. Das ist okay. Kaçma teyze kaçma. Everybody kaçma teyze kaçma. Everybody hello. Kaçma buradayım. Zımbırt yok. Bana. Mesele neymiş anlayalım. Ulan yıkıl karşımdan yıkıl. Sakin ol, dur kızım şamasın. Hikmet, bau mir die neue Lüftung ein. Das ist was, Dunstabzugshaube. Oh mein Gott, Leute, seit wie vielen Monaten ich jetzt schon die Krise kriege mit unserer alten Abzugshaube. Falls ihr das nicht wisst, wir haben ja unsere Küche damals mitgenommen. Die ist ja genauso alt wie die Kinder. Ne? Also die ist ja fast 15 Jahre alt, die Küche. Auch die E-Geräte. Kühlschrank hatten wir nur hier neu gekauft. Und auch diese 2 Hochschränke und diese Mittelinseln. Ansonsten den Rest hatten wir mitgenommen. Genau, nee, die Herdplatte hatte ich auch noch gewechselt und die Spüle gewechselt. Und die Arbeitsplatte. Okay, ich habe hier gewechselt. Aber die Schränke sind immer noch die gleichen. Und weil diese doofe Abzugshaube das nicht zieht, sind die auch schon voll, man kennt das so, die Quellen auf da oben. Ich weiß nicht, was mit der los ist. Auf jeden Fall, ja, ersetze ich die heute. Und ich habe sogar, packen die gleich mal aus, sogar in schwarz. Weil ich Edelstahlfront da, ich kriege immer diese Flecken da nicht ab. Das macht mich wahnsinnig. Auf jeden Fall, ja, freue ich mich, weil das dann, glaube ich, viel schöner aussehen wird. Und ich hoffe, dass die dann endlich schön funktioniert. Mal schauen.
matt. Oh, mega. So. Boah, schön. Schwarz und auch noch matt. Perfekt. Okay, ich räume erstmal den Schrank da oben aus. Der hat auch sowieso eine Reinigung nötig. Abzugshaube ist jetzt endlich dran. So sieht die aus. Sieht das nicht toll aus? Ich finde, das Schwarz passt jetzt so schön. Und schaut mal, das ist so schön matt. Das lässt sich bestimmt super gut reinigen und keine Fingerabdrücke mehr. Yay! Hier sind 2 Schalter. Hier schaltet man das einmal auf die leichte Stufe und einmal auf die stärkere Stufe. Das macht man gleich. Und hier auf der anderen Seite ist noch ein Schalter. Da kann man das nochmal an- und ausmachen, wenn man das zum Beispiel draußen haben will. Und jetzt räume ich erstmal den Schrank hier noch ein. So, das ist ja auch noch. Okay, das gehört eigentlich nicht hier hin. Da ich ja ganz oft auch hier koche, habt ihr öfters mal gesehen, ich habe noch diese mobile Herdkochplatte, diese Induktionsplatte. Manchmal entweder gerade so im Ramadan oder so reicht mir der Platz nicht. Oder manchmal auch gerade so, wenn ich für euch filme, mag ich das sehr gerne hier zu kochen mit der extra Induktionsplatte. Und dafür habe ich mir extra diese Hood to Go bestellt. Das ist einfach so ein, wie soll man das nennen, kleine Abzugshaube. Mobil, also zum Beispiel auch wenn ihr so einen Tischgrill oder sowas benutzt, ist es ganz praktisch. Deswegen, wenn ich halt hier koche, ich habe hier halt keine Dunstabzugshaube und dann riecht es halt im Wohnzimmer auch sehr stark. Deswegen ist das sehr praktisch, die Hood to Go. Ich zeige euch mal, wie das Ganze aussieht. Hier ist schon mal ein Ersatzfilter, Anleitung. Wow, guckt euch mal die Farbe an. Wie nice, einfach mal rosa. Auf die Special-Farben, das gibt es in 5 Farben, also in mehreren Farben. Und auf die Special-Farben gibt es sogar 40 € Rabatt. Also schaut da auf jeden Fall in die Infobox. Dort habe ich den Link und den Rabattcode eingesetzt. Und ja, auf die klassische schwarze nur 15%, aber auf die 40 € Rabatt. Auch ganz schön, wenn man es hier, genau, hier sieht man den Filter. Und hier ist auch schön magnetisch, schließt sich das Ganze. Und ich glaube, das hatte 2 Stufen. Hier sammelt sich dann das Kondenswasser. Kann man dann schön sauber machen. Also ist echt praktisch. Also hier müsst ihr nichts aufbauen. Einfach in die Steckdose. Und könnt ihr benutzen, wo ihr wollt. Oh, auch super schön lang das Kabel. Einstecken. Keine Ahnung, stellen wir das einfach hier hin. Und dann einschalten. Das ist jetzt Stufe 1.
Stufe 2. Ich habe mich hier an unsere Stangenböhnchen gemacht und zwar haben wir davon wirklich viele. Also ich glaube 2-mal in der Woche pflückt er mir echt so eine riesengroße Schale oder Korb, so einen riesengroßen Korb. Und ja, zum Glück habe ich viele fleißige Händchen zu Hause, die mir dann beim Schnippeln helfen. Ich habe hier nämlich einen Teil direkt schon klein geschnitten und den anderen Teil nur die Enden abgeschnitten, weil ich daraus Tasse-Fasouille-Touche mache. Und zwar habe ich hier einmal das Ganze ganz, ganz kurz blanchiert und dann mit kaltem Wasser abgeschreckt und dann einfach in Gefrierbeutel getan. Ja, ich habe mir hier jetzt 2 Portionen gemacht. Ich mache da dann ja auch immer noch entweder Fleisch oder noch Kartoffeln, Karotten zum Beispiel mit rein. Und ja, das Ganze ein bisschen platt gemacht und ich mache immer so einen Trick mit einem Strohhalm, indem ich einfach die Luft raussauge. Dann ist es so ein bisschen wie vakuumisiert. Ja, spart ein bisschen Platz im Gefrierfach. Ja, und aus den anderen Bohnen habe ich eben die gewaschen und die werden dann eingelegt. Die eingelegten Bohnen, die kann man dann halt so essen, halt kalt. Oder man macht die auch nochmal warm und bratet die mit Zwiebeln nochmal an. Das schmeckt sehr, sehr lecker. Das habe ich echt super lange nicht mehr gegessen. Also es ist schon echt viele Jahre her, dass ich das mal bei jemandem gegessen habe. Deswegen wollte ich das unbedingt machen. Da habe ich auch die Bohnen im Ganzen einfach nur im kochenden Wasser ganz kurz blanchiert. War halt wirklich so 2 Minütchen und dann im Eiswasser abgeschreckt. Also man sieht so, die sind schon ein bisschen weicher, nicht ganz durchgekocht, aber so, dass die halt schon so ein bisschen weicher und biegsamer sind. Dann sind sie ready. Dann habe ich hier Chilis und Knoblauch genommen. So schmeckt es halt am besten. Ihr könnt die Chili aber auch weglassen, aber so Knoblauch, das muss schon auf jeden Fall mit rein, finde ich. Ich weiß auch da echt nicht die Mengen. Ich muss selber dann halt mal schauen, wie ich das Ganze so abschätze, immer auf die Menge. Ich weiß dann halt immer nicht. Ich habe da hier mein großes Wegglas genommen, damit ich die so im Ganzen da reinschichten kann. Ich habe das halt auch so an die Seite gemacht. So konnte ich nämlich alles so richtig schön eng schichten, damit die dann auch nicht nach oben schwimmen. Dann braucht ihr auch keinen so einen Beschwerungsstein oder sowas, weil die waren wirklich richtig schön eng im Glas. Also ich habe wirklich so viel reingestopft, bis nichts mehr reinging und hat auch wirklich perfekt alles reingepasst. Dann habe ich nochmal oben nochmal ein paar Chilis und Knoblauch noch mit dazugegeben. Und dann das Ganze einfach nur mit Salzwasser aufgegossen. Da macht ihr einfach auf 1 Liter Wasser 20 Gramm Salz. Das ist immer so ungefähr 1 Esslöffel. Einfach so lange mischen, bis sich das Salz aufgelöst hat und dann einfach über das Gemüse gießen, bis das Ganze bis oben hin bedeckt ist. Ich habe hier und da auch mal so Tipps gehört, dass man Kichererbsen dazu gibt oder so. Das fermentiert dann irgendwie schneller. Keine Ahnung. Ich habe es jetzt einfach so gemacht, wie ich das so generell kenne, wie man so fermentiert. Von daher, ja, einfach nur Deckel rauf und ab in den Keller und dann... Ja, es ist eigentlich, soweit ich weiß, so schon nach 2 Wochen essbereit. Ich glaube, beim nächsten Video machen wir dann den Taste-Test zusammen.
Ja, und dann habe ich natürlich auch wieder einen Eintopf gekocht. Den gibt es halt zweimal die Woche, auch ungefähr bei uns jetzt aktuell. Eben mit den Stangenbohnen. Hier habe ich das Ganze nur mit Fleisch und den Tomaten aus unserem Garten gemacht. Good to go ist wieder sauber. Und ich muss euch ehrlich sagen, als ich das Fleisch gebraten habe, ne, normalerweise, ihr wisst ja, meine Küche ist hier offen, Essbereich, Wohnbereich und so, da riecht halt einfach alles. Ich habe mich schon ein bisschen dran gewöhnt, aber die hat wirklich ganze Arbeit geleistet und es hat nichts gerochen. Ihr habt das bestimmt gesehen, wie schön alles eingesaugt wurde. Also ich bin echt begeistert von dem Teil. Super einfache Reinigung. Schaut gerne in der Videobeschreibung. Dort ist ein Link und der Rabattcode steht dort auch. Endlich waren auch unsere großen Tomaten ready. Ich glaube, es sind Knoblauchtomaten, hat mein Mann gemeint. Aber ich habe auch gehört, dass man die auch Ochsenherztomaten nennt oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall sind die richtig schön fleischig. Und deswegen war es Zeit, ein Menemen draus zu machen. Das ist auch so ein türkisches Gericht. Das isst man oft zum Frühstück. Kann man aber auch, finde ich, zum Abendessen essen. Ich habe das wirklich zum Abendessen gemacht. Dazu einfach schön Zwiebeln anbraten. Auch hier Peperonis aus unserem Garten. Die hellen sind nicht scharf und unsere dunklen Peperonis sind scharf. Das schmeckt auch gut, wenn es so ein bisschen scharf ist. Also einfach alles grob geschnitten. Eigentlich am besten in so einer großen Pfanne, also so eine bisschen höhere Pfanne. Aber ja, da ich halt so eine große Portion gemacht habe, habe ich es jetzt im Topf gemacht. Aber eigentlich macht man es eher in so einer Pfanne. Alles einfach schön angeschwitzt. Da kommt auch nicht viel rein, aber das schmeckt wirklich super lecker, wenn es eben die eigenen Tomaten sind. Das ist dann so aromatisch mit so gekauften. Das schmeckt das irgendwie gar nicht. Dann habe ich hier einmal die Tomaten vom Strunk entfernt. Ich habe mir extra so einen Tomaten-Strunk-Entferner gekauft. Ich finde den voll praktisch. Der ist wirklich, wirklich praktisch. Also es funktioniert super. Ob es kleine oder große Tomaten sind, klappt super, weil man das halt so dementsprechend eben rausdrücken kann. Also wie groß man das Loch sozusagen ausschneidet. Und ja, einfach die Tomaten auch nur grob geschnitten, auch mit der ganzen Flüssigkeit und dem ganzen Tomatensaft in den Topf gegeben. Und dann erstmal ein bisschen geschmort und dann lassen auch die Tomaten eben viel Flüssigkeit.
Das Ganze auch nur gewürzt mit Salz und Pfeffer, mehr auch nicht. Man kann auch noch Chili dazu geben, aber unsere Peperonis waren ja scharf, deswegen habe ich es nicht gemacht. So, und dann haut man nur noch Eier rein und das war's eigentlich. Eigentlich sieht es, wie gesagt, ein bisschen schöner aus, wenn man das in so einer Pfanne macht und dann so die Eier so ein bisschen, ja, nicht so ganz doll einrührt. Aber ich wollte jetzt nicht, das passiert mir nämlich öfters, dass ich dann ganze Eigelbe dann da drinne kochen. Deswegen habe ich schon so ein bisschen doller durchgerührt. Aber es ist halt schön, wenn man so wirklich so größere Eierstücke drin hat. Aber ja, hier nochmal einmal umgerührt und dann nochmal Deckel rauf, damit die Eier auch nochmal garen. Und das war es eigentlich auch. Und das einfach mit einem schönen Brot, zum Beispiel Fladenbrot, schön in diese Flüssigkeit tunken. Oh, da läuft mir schon wieder das Wasser zusammen. Es war super, super lecker. Also es schmeckt wirklich besonders gut, wenn man wirklich schöne aromatische Tomaten hat. Und dann ging es auch weiter. Ich hatte hier jetzt auch diesmal wieder mehr Gürkchen da. Deswegen dachte ich, okay, komm, ich mache mal jetzt ein paar Gläser. Ich habe ja leider doch keine kleinen Gurken. Ich dachte, mein Mann hat mir kleine Gurken gepflanzt, die ich dann so im Ganzen einlegen kann. Aber nee, es sind alles irgendwie nur große Gurken. Deswegen dachte ich, komm, ich schneide die dann eben in so eine Stifte. Ist ja dann auch praktisch zum Essen. Und natürlich wieder unser Favorite-Geschmack. Es muss knoblauchig und scharf sein. Deswegen habe ich es jetzt so gemacht. Das ist jetzt auch wieder, ich glaube, das nennt sich milchsauer eingelegt. Also wirklich nur in Salzlake, was dann halt so fermentiert. Kein Essig oder so, also da gibt es ja wirklich so viele Methoden. Ich teste mich da ja sowieso noch durch. Ich werde da auch noch andere Varianten probieren, aber das ist so das, was ich halt so auch klassisch kenne, so von den polnischen Gurken, wo die einfach mit der Salzlake eingelegt werden. Bei den polnischen Gurken ist es nochmal ein bisschen anders. Da kommt noch frischer Meerrettich und Dillblüten noch mit rein. Das werde ich aber inshallah auch nochmal demnächst mal machen. Aber eigentlich nimmt man dafür halt eben ganze Gurken. Aber gut, ich probiere mich halt durch. Wir werden probieren und schauen, wie es das Ganze dann schmeckt. Ich denke, das kann man auch schon in 2-3 Wochen essen. Also wie gesagt, im nächsten Video machen wir da auf jeden Fall mal eine Geschmacksprobe, wie das geworden ist. Bu şimdi saç kavurmamıza lezzet versin diye çok az koyuyorum. Bu eridikten sonra bunları alacağım içinden tekrar. Oh, mis gibi kokuyor. Yenik çek, yeri doğru bir tat. Evet, şimdi saç kavurmanın satır kıyma halindeydi. Şimdi etimizi hemen bir sıcak şeyde mühürlüyoruz. Hadi çabuk. Bu soğanları koyduktan sonra Uğraştık onu yapmaya bugün. Hafta sıcak etti. Orada aynı terazi altı. Bu tarafa yine meyillisin. Şimdi bu daha çok bu tarafta. Hikmet, Sen. bitirelim onu. Suyunu çeksin. Suyunu çektikten sonra bunları... Biraz yukarıdan. Ja, ich weiß, deswegen ja gemahlene Pfefferkörner. Yavaş yavaş dök bakayım. Dök. Dök. Heh, temizle Hikmet onun içini bir. Gel. Dök. Ortasına doğru dök. Heh, tamam getir. Ausweichen. Ha şey getir. Tuzunu Hikmet. Ha buradan tuzu getir. Serp. Korkma. Kein Dings. At ona bir şey. Evet. Son olarak da tereyağımızı ilave ettik. Şimdi üstünü kapatacağız ve takriben 20-25 dakika kendi halinde demlenecek.
bakalım. Oo. Haydi bakalım. Dur. Şöyle iyi değil mi? Kaşık. Şöyle Abi, aynı. abi. Macht ihr dann auch so so einen auf den Stein Hadi. und so Grill? Şimdi de kavurmamızı yapıyoruz. Tofu. Koy ortaya. Böyle yapıyorsunuz. Aa, bu senin de galiba değil mi? Benim soda. Bundan bir şey olmayacak zaten. Lazım olduğu zaman. Hangi Seite machen also? Also nicht rein. Mehr hier lang. Mehr hier lang. Weiter noch mehr. Ja, schicke. Çekerek git. Ama sen de beraber çek. Sen de beraber. Hadi 1, 2, 3. Sil. Also so sieht jetzt der Wagen mit dem ganzen Schrott aus. Hier ist das ganze Metall. Schrott und so. Hier sind die ganzen Fahrräder, ein Gerüst, Metall, Stühle und sowas. Alles halt Metallschrott, was nicht mehr benötigt wird. Hier, siehst du? Alu, mach da rein.